Habt ihr Lust auf hausgemachte, köstliche und einfache Pasta und ihr wollt ein bisschen mehr über die verschiedenen Sorten erfahren? Dann seid ihr in diesem Video richtig. Ich habe hier Weizenmehl Typ Doppel-Null und Semula zu gleichen Teilen. Das Ganze vermische ich jetzt ein bisschen miteinander und werde das Ganze erst einmal heute per Hand formen. Ich habe euch ja in dem letzten Video auch gezeigt, wie ihr das ganz einfach mit einer Küchenmaschine zeigt. Und ich habe jetzt vor, immer wenn ich euch mal wieder neue Pasta zeige, dass ich euch jedes Mal ein neues Rezept an die Hand gebe. Denn vielleicht habt ihr das gewusst, so viele verschiedene Brotsorten wir hier in Deutschland haben, so viele verschiedene Pastasorten und Rezepte gibt es einfach auch in Italien. Das heißt, es wird nicht nur mit Semola und Eiern gemacht, sondern teilweise auch nur mit Mehl oder zur Hälfte, wie jetzt hier gerade, mit Ei, ohne Ei. Das ist von Region zu Region unterschiedlich. Beim letzten Mal habe ich ja auch nochmal Öl und Salz verwendet und auch hier gibt es einfach regionale Unterschiede. Und das versuche ich euch ein bisschen zu zeigen und näher zu bringen und freue mich dabei natürlich auch darauf, mehr auszuprobieren. Und falls ihr das nicht verpassen wollt und einfach mehr sehen wollt, auch glutenfreie Pasta, Pasta mit Gemüse dabei, mit Hefewasser, mit Sauerteig, einfach um noch ein bisschen mehr Vielfalt hineinzubringen, dann abonniert gerne kostenfrei meinen Kanal, gebt mir einen Daumen hoch und teilt gerne meine Videos. Ich freue mich riesig, wenn unsere Gemeinschaft hier einfach größer wird. So, die Eier habe ich jetzt hineingegeben. Das genaue Rezept mit den Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung, wenn ihr auf Mehr klickt. Es kommt aber auch noch mal ganz am Ende des Videos, dann könnt ihr euch einen Screenshot machen. Ich habe nämlich in den letzten Videos immer gefragt bekommen, wo denn die Zutaten sind, wo denn das Rezept ist. Dabei dachte ich, ich hätte das gesagt. Vielleicht ist mir das durchgegangen, deswegen hier nochmal der Hinweis. Meine Rezepte stehen immer in der Beschreibung und kommen auch nochmal zum Schluss. Die Eier haben bei mir jetzt die Größe M. Falls ihr größere oder kleiner habt, müsst ihr das ein bisschen anpassen. Es kann aber auch sein, dass ihr Größe M habt und trotzdem ist der Teig zu trocken oder sehr feucht, dann noch ein bisschen entsprechend nachjustieren. Komme ich aber später nochmal hinzu. Ich habe jetzt einfach mit der Gabel die Eier verquillt und gebe jetzt immer so ein bisschen vom Rand von dem Mehl hinzu. Alternativ könnt ihr den Teig selbstverständlich auch in der Küchenmaschine rühren. Da braucht ihr wirklich eine gute Küchenmaschine wie die KitchenAid, eine Kenwood Cooking Maschine. Beim Thermomix muss ich gestehen, die habe ich nicht, da weiß ich nicht, wie die funktioniert. Aber bei den beiden gerade genannten weiß ich, da klappt das in jedem Fall. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es in einem Food Processor, also in so einem normalen Mixer, auch möglich wäre. So, ihr seht jetzt, das Mehl vermischt sich immer mehr und das ist dann jetzt so langsam die Zeit, wo wir mit der Teigkarte nachhelfen. Ihr könntet jetzt auch direkt mit den Händen schon loslegen. Ich mache einen kleinen Zwischenschritt mit einer Teigkarte, um nochmal mehr Mehl mit diesen feuchten Eiern nochmal eben zu verbinden. Und ich bin schon mal sehr gespannt. Habt ihr eure Pasta schon mal selber gemacht? Wenn ja, welche Sorten und was für Varianten wünscht ihr euch vielleicht? Ich habe euch heute wirklich 5 Varianten hier zur Auswahl in diesem Video. Es wird hier Fettuccini geben. Das sind breite, flache Bandnudeln, die wirklich besonders gut zu cremigen oder fleischigen Soßen passen. Vielleicht auch so eine schöne Zitronensoße, Schinkensahne. Kennt man ja hier in Deutschland tatsächlich sehr. Dann gibt es die Lasagnette. Das sind im Prinzip auch breitere, flache Bandnudeln. Die wirken so wie klein geschnittene Lasagneblätter und die könnt ihr dann auch perfekt auch für Soßen nehmen, aber auch für geschichtete Gerichte. Dann gibt es die Spaghetti. Die kennt man natürlich. Die dünnere Variante sind die Capellini, auch Engelshaar genannt. Und dann kommen wir zum Schluss zu den Tortellini. Richtig lecker. So, den Teig habe ich zwischendurch einfach abgedeckt und 10 Minuten ruhen lassen. Dann merkt ihr, dass er sich besser verarbeiten lässt.
Und wenn ihr merkt, er ist noch sehr trocken, ein bisschen brüchig, dann könnt ihr eure Hände immer so ein bisschen befeuchten. Also es darf nicht zu viel Flüssigkeit dabei sein. Einfach nur so ein bisschen vielleicht die Fingerspitzen befeuchten, dann den Teig nochmal weiter kneten, bis er schön geschmeidig ist. Und dann soll er nochmal wirklich ein paar Minuten ruhen, dann lässt er sich wirklich einfacher verarbeiten. Die meisten packen das Ganze in Frischhaltefolie. Ich versuche das Ganze nachhaltiger anzugehen und gebe ihn dann einfach in eine Glasbox, die ich hier schön fest verschließen kann. Ab zur Seite gestellt, das kann bei Raumtemperatur sein oder im Kühlschrank. Und dann bereite ich hier schon mal meine Küchenmaschine vor. Die ganzen Pasta-Varianten funktionieren natürlich auch mit dem Handgerät. Also wenn ihr noch so ein Pastagerät mit Kurbel habt, das hatte ich tatsächlich früher auch. Das hat mir aber keinen Spaß gemacht, wenn ich ehrlich bin. Und mit der Küchenmaschine ist es wesentlich einfacher. Ihr habt ein bisschen mehr Freiheit, weil ich finde, mit der Handkurbel hat man immer irgendwie eine Hand zu wenig. So, von dem Stück nehme ich mir jetzt schon mal ein paar Portionen ab, lege die aber auch noch mal zur Seite, denn Pasta trocknet sehr schnell aus. Das sollte vermieden werden. Das heißt, den Teig, den ihr nicht benötigt, legt den zur Seite und verschließt den wirklich wieder luftdicht, damit er nicht austrocknet. Im schlimmsten Fall könnte man da vielleicht noch mal mit ein bisschen feuchten Händen nachjustieren, aber ich empfehle ihn einfach immer luftdicht abzuschließen. Den Teig wälze ich jetzt so ein bisschen in Semola. Ihr könnt auch herkömmliches Mehl nehmen. Drücke ihn platt, das könnt ihr entweder mit dem Nudelholz machen oder mit den Händen. Und als erstes kommt immer diese Variante, dass ihr diese sogenannten Lasagneplatten macht. Und was ich euch empfehlen kann, vor allem wenn der Teig vielleicht noch ein bisschen rissig oder spröde ist, dass ihr ihn nochmal faltet, um 90 Grad dreht, also so dritteln hier. Also der wäre jetzt schon gut, aber ich drittel ihn trotzdem nochmal. Und dann gebt ihr ihn einfach nochmal rein. Ihr beginnt immer auf der Stufe 1 und arbeitet euch dann später bis möglicherweise Stufe 8 vor. Das hängt davon ab, was für Pasta ihr macht und wie dick ihr sie haben möchtet. Die einen mögen Bandnudeln ein bisschen dicker. Wir bevorzugen zu Hause bei uns die tatsächlich ein bisschen feiner und dünner. Zum Schluss könnt ihr immer noch mal gucken, dass ihr das von außen ein wenig mit Mehl bestreut. Dann klebt auch nichts und schon kann es auf der Stufe 2 hier losgehen. Ich empfehle euch, falls ihr hier so eine Rundung habt, wie ich das jetzt gerade, dass ihr die immer zuerst in die Pastamaschine gebt. Dann funktioniert das tatsächlich richtig gut. Und ihr seht, da reißt nichts. Das funktioniert richtig schön. Und ich bin schon mal sehr auf eure Kommentare gespannt. Was sind eure Lieblingsnudeln? Was möchtet ihr gerne noch machen? Was wünscht ihr euch? Ich weiß, einige sind ein bisschen skeptisch gewesen, als ich da schon mal Umfragen gestartet habe, beziehungsweise mitgeteilt habe, dass ich euch auch Pasta zeigen möchte mit Hefewasser und mit Sauerteig. Und da muss man das natürlich von mehreren Seiten sehen. Natürlich ist das nicht traditionell italienisch, aber ich finde, es bereichert einfach unseren Tisch, unser Essen, wenn wir da ein bisschen mehr ausprobieren. Es gibt zum Beispiel schon einige Zuschauer, die ein Lievito Madre, das ist ein italienischen Sauerteig, mit Vollkornmehl machen. Ein Italiener würde jetzt die Hände über den Kopf schlagen und sagen, nein, ihr müsst das Weizenmehltyp Doppel-Null nehmen. Das ist aber auch nicht bei jedem verfügbar. Und ich finde es doch toll, wenn man einfach mal Neues ausprobiert. Und deswegen wird es demnächst auch noch mal ein Lievito Madre mit Vollkornmehl bei mir geben. Denn ich möchte euch einfach zeigen, was für köstliches Essen es einfach gibt, was ihr ganz einfach selber zu Hause gestalten könnt. Und es kann ja sein, dass der ein oder andere Probleme mit Sauerteig bei der Herstellung hat. Und der Lievito Madre ist eigentlich recht einfach, wenn man so ein paar Sachen beachtet. Und Vollkorn ist noch mal ein bisschen leichter in der Umsetzung. Also, seid gespannt, es wird viele tolle neue Videos geben. Ich habe da schon eine ganz große Liste da für euch vorbereitet. Und wenn ihr Wünsche habt, immer her damit. So, der Teig ist dünn genug und wir beginnen jetzt mit meinen Lieblingsnudeln, den Fettuccini. Das sind Bandnudeln.
Und ich habe tatsächlich vorher gar nicht gewusst, dass es so viele Sorten von Pasta gibt. Es gibt ja auch Ravioli zum Beispiel und ich musste erst mal recherchieren, was ist dann eigentlich der Unterschied von Tortellini und Ravioli? Da ist es zum Beispiel so, dass die aus verschiedenen Regionen kommen teilweise. Die eine wird nur in Brühe gemacht, das andere dann eher in der Tomatensoße. Also, es kommt auch immer drauf an, wobei es von den Tortellini auch die Tortelloni gibt. Das sind quasi die größeren Varianten. Also, richtig spannend, deswegen testet auch unbedingt verschiedene Sorten aus. Ich finde es total interessant. Es gibt bei uns Nudelvarianten, die mag ich total gerne und auch wenn der Teig gleich ist, mag ich andere, obwohl sie aus dem gleichen Teig sind, nicht so gerne. Also, es ist wirklich ganz interessant. So, wie gesagt, die Fettuccini einmal hier, das sind die herkömmlichen Bandnudeln. Die mögen wir wirklich gerne mit einer schönen Soße. Und der größere Bruder, möchte ich jetzt mal sagen, von der Fettuccini ist die Lasagnette. Die hatte ich vorher noch gar nicht auf dem Schirm, finde ich aber auch tatsächlich richtig toll. Vor allem, manchmal hat man ja auch Auflaufformen, wo die Lasagneplatten, die man vielleicht vorher selber gemacht hat, im schlimmsten Fall gekauft, die gar nicht in die Form passen. Und durch die Lasagnette habt ihr hier eine schöne Alternative. Generell könnt ihr eure Pasta immer trocknen. Entweder so zusammengerollt mit viel Mehl im Nest oder auf einem Pastaständer. Ich nutze da den von Rammershofen. Ich habe den jetzt in diesem Video nicht eingeblendet, hatte es aber dann noch mal in meinem Unboxing-Video, das wie gesagt am Schluss noch mal kommt. Also guckt da gerne mal rein. Und wenn ihr merkt, der zieht den Teig nicht durch, einfach hinten noch mal kurz anheben, dann macht er weiter. Dann ist der Teig einfach noch zu schwer, der hinten dran ist. Hier super einfach und unkompliziert. Ich habe meine jetzt auf der Arbeitsfläche dann trocknen lassen, meine Nudeln. Die kommen dann portionsweise dann entweder je nach Größe in kleine, also in so große Gläser da reingemacht oder dann auch in so wiederverwendbaren Gefrierbeuteln. Da habe ich extra so große. So, kommen wir jetzt hier einmal zu den Spaghetti. Das ist ja wirklich das Gängigste und ich kann mich noch erinnern und ja, ich möchte mich schon fast entschuldigen, aber früher gab es bei uns tatsächlich immer Miracoli, also so ein Fertigpaket mit Nudeln und Soße. Und es tut mir so im Nachhinein leid, dass ich das überhaupt gegessen habe. Ich finde das so schlimm, weil es so viel bessere Soßen selbstgemacht gibt. Das ist so unangenehm jetzt so im Nachhinein. Auch wenn man das auch jetzt oft getischt bekommen würde, würde ich da nicht beigehen, weil das einfach nicht lecker ist. So Soßen, die man selber gemacht hat, die haben einfach mehr Pfiff, die haben mehr Geschmack, die sind nicht so übersäuert. Das ist einfach fantastisch und falls ihr Lust habt auf mehr Rezepte, dass ich euch verschiedene Sachen mal zeige, vielleicht Fettuccini Alfredo oder Al Assassin, da gibt's ganz viele tolle Sachen, sagt mir gerne Bescheid. Das Engelshaar ist viel dünner übrigens als die Spaghetti, nicht zu verwechseln mit dem Engelshaar, was ihr für eure Dubai-Schokolade braucht. Auch sehr lecker und werden gerne für dünnflüssige Soßen oder Suppen verwendet. So, und jetzt hier die schnelle Füllung für die Tortellini. Ich habe einfach Ricotta genommen, Parmesan schnell frisch gerieben, Salz, Pfeffer und das war es schon. Das Ganze wird verrührt und das ist wirklich ein klassisches Rezept für gefüllte Tortellini, also wirklich richtig lecker. Es gibt noch Varianten mit Kürbis oder auch mit Fleisch und anderem Gemüse. Also, wie gesagt, falls ihr Lust auf mehr habt, dann bitte her damit. Ihr merkt schon, ich sabbel die ganze Zeit ununterbrochen, aber einfach, weil das so lecker ist. Also, ich habe die Nudeln an einem Tag gemacht, direkt hintereinander. Und wir haben danach die einzeln zubereitet, jeweils mit einer anderen Soße. Habe ich einfach eben die Pfanne genommen, zack, warm gemacht, nachdem die Nudeln für 3 bis maximal 4 Minuten eben gekocht sind. Und das ging so schnell und einfach. Also wirklich, kauft das nicht, macht das selber. 10, 15 Minuten für Pasta, das dauert viel zu lange. Macht sie selber. Ihr könnt sie trocknen, schön lagern oder auch einfrieren. Das funktioniert richtig gut.
Und falls ihr Lust auf mehr Rezepte habt, sagt mir gerne Bescheid. Für die Tortellini nehmt ihr einfach die Lasagneplatten. Ich habe sie auf Stufe 8 ausgerollt. Das finde ich tatsächlich schöner. Ihr könnt die Füllung jetzt mit einem kleinen Löffel draufgeben. Ich persönlich bevorzuge das eben in den Spritzbeutel zu geben. Das finde ich einfacher. Denn hier solltet ihr immer erstmal geringe Mengen vorbereiten. Wird der Nudelteig zu trocken, dann lässt er sich nicht mehr so schön einfach formen. Deswegen einfach nur so eine kleine Nudelplatte nehmen. Einige nehmen dann jetzt einen Pinsel, befeuchten den, entweder mit Eiweiß machen das einige oder Wasser reicht normalerweise und bestreichen dann so ein bisschen die Kanten, ganz vorsichtig und klappen das dann zusammen. Das funktioniert auch tatsächlich sehr gut. Ich muss tatsächlich gestehen, dass ich das nicht so gerne mag. Ich zeige euch gleich meine bevorzugte Variante. Und dann klappt ihr das drüber, die Spitze, und drückt dann ganz vorsichtig die Luft raus, die Füllung fest, also wirklich ganz vorsichtig die Ecke dann eben drüber klappen und auf der anderen Seite die 2 Enden zusammen. Und schon habt ihr die perfekte Tortellini. Super einfach und im Gegensatz zu den Mante, die ja ganz mini klein sind, finde ich Tortellini viel einfacher und das ist meine bevorzugte Variante mit dem Nassmachen. Ich nehme einfach den Finger, tauche den in Wasser und mache nur 2 Kanten eben nass. Die klappe ich dann darüber auf die trockene. Hier die Spitze wieder, die Enden zusammenkneifen und schon seid ihr fertig. Das Ganze habe ich dann auf ein Backblech gegeben. Das Backblech habe ich vorher mit Semola eingestreut. Da konnte das dann einfach ruhen, ohne dass es klebt. Und danach ist das Ganze in heißes Wasser gewandert. Das Wasser habe ich aufkochen lassen, dann gesalzen und schön durchziehen lassen. Wenn sie oben schwimmen, sind sie gar. Was ich euch empfehlen möchte ist, aber das ist reine Physik, erst das Wasser kochen, dann das Salz hinzugeben, sonst dauert es länger, bis das Wasser kocht. Das ist die Ausbeute und ich habe noch nicht mal den kompletten Teig verwendet. Also ich freue mich schon auf eure Ergebnisse, eure Fotos dazu auf Instagram und Facebook. Und in diesen Videos sehen wir uns wieder. Ich freue mich schon sehr auf euch und sende euch herzliche Grüße. Eure Emma.